Are you ready for today's German lesson? We will carefully listen to the story in German with subtitles, then with English translation, and lastly, you will learn how to speak by repeating the German words after the presenter. Let's get started with today's lesson. Quick quiz. Write your answer in the comments section. Als Esther ihm Ja sagte, als Tim endlich den Mut fand, Esther seine Gefühle zu gestehen. Seit Monaten hatte er sie bewundert, aber die Angst vor Ablehnung hatte ihn zurückgehalten. Doch an diesem Tag war etwas anders. Als er sie traf, strahlte sie vor Freude, und er wusste, dass es jetzt oder nie war. »Esther, ich muss dir etwas sagen«, begann Tim nervös. »Ich mag dich wirklich sehr, und ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Möchtest du mit mir ins Kino gehen?« Esther lächelte und sah ihn liebevoll an. »Tim, das ist so süß von dir. Ja, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen.« Tim konnte sein Glück kaum fassen. Sie verbrachten den restlichen Tag zusammen, lachten und lernten sich besser kennen. Es war der Beginn einer wunderbaren Beziehung, die sie beide glücklich machte. Let's make sentences with our new words. Sonniger, in German. In einem sonnigen Tag im Frühling machte Tim Esther einen romantischen Vorschlag, und sie sagte ja, was den Beginn einer glücklichen Beziehung markierte. In Englisch, on a sunny day in spring, Tim made Esther a romantic proposal, and she said yes, marking the beginning of a happy relationship. Frühling, in German. Der Frühling ist die Jahreszeit, in der die Natur erwacht und die Blumen blühen. In English, spring is the season when nature awakens and flowers bloom. Mut, in German. Tim hatte endlich den Mut, Esther seine Liebe zu gestehen, und sie sagte ja, was den Beginn einer wundervollen Beziehung markierte. In English, Tim finally had the courage to confess his love to Esther, and she said yes, marking the beginning of a wonderful relationship. Gefühle. In German. Gefühle sind die Emotionen, die wir empfinden, wenn wir glücklich, traurig, aufgeregt oder ängstlich sind. In English, feelings are the emotions we experience when we are happy, sad, excited, or anxious. Ablehnung. In German. Die Ablehnung ihrer Idee war enttäuschend für ihn. In English, the rejection of her idea was disappointing for him. Angst. In German. Die Angst vor der Dunkelheit war überwältigend für das kleine Kind. In English, the fear of the dark was overwhelming for the little child. Liebevoll. In German. Als Tim Esther liebevoll ansah, wusste sie, dass seine Gefühle echt waren. In English, when Tim looked at Esther lovingly, she knew his feelings were genuine. Glück. In German. Glück kann viele Formen annehmen, von kleinen Freuden bis zu großen Erfolgen. Aber das Wichtigste ist, dass es aus dem Herzen kommt. In English, happiness can take many forms, from small joys to great successes, but the most important thing is that it comes from the heart. Wunderbaren. In German. Die beiden verbrachten einen wunderbaren Tag zusammen im Park, lachten und genossen die Sonne. In English, the two spent a wonderful day together in the park, laughing and enjoying the sunshine. Beziehung. In German. Die Beziehung zwischen Tim und Esther begann an einem sonnigen Frühlingstag, als sie ihm endlich sagte. In English, the relationship between Tim and Esther began on a sunny spring day, when she finally said yes to him. Let's listen to the story with English translation. Es war ein sonniger Tag im Frühling. It was a sunny day in spring Als Tim endlich den Mut fand, when Tim finally found the courage Esther seine Gefühle zu gestehen. to confess his feelings to Esther. Seit Monaten hatte er sie bewundert,
For months he had admired her, aber die Angst vor Ablehnung but the fear of rejection hatte ihn zurückgehalten. had held him back. Doch an diesem Tag But on this day, war etwas anders. something was different. Als er sie traf, When he met her, strahlte sie vor Freude. she was radiating with joy, Und er wusste, and he knew it dass es jetzt oder nie war. was now or never. Esther, ich muss dir etwas sagen, Esther, I have to tell you something. begann Tim nervös. Tim began nervously. Ich mag dich wirklich sehr, I really like you, und ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. and I would love to spend more time with you. Möchtest du mit mir ins Kino gehen? Would you like to go to the movies with me? Esther lächelte Esther smiled und sah ihn liebevoll an. and looked at him lovingly. Tim, das ist so süß von dir. Tim, that's so sweet of you. Ja, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen. Yes, I would love to go to the movies with you. Tim konnte sein Glück kaum fassen. Tim could hardly believe his luck. Sie verbrachten den restlichen Tag zusammen, They spent the rest of the day together, lachten und lernten sich besser kennen. laughing and getting to know each other better. Es war der Beginn einer wunderbaren Beziehung, It was the beginning of a wonderful relationship die sie beide glücklich machte. that made them both happy. Finally, repeat the German words after the presenter. Es war ein sonniger Tag im Frühling. Es war ein sonniger Tag im Frühling. Als Tim endlich den Mut fand, Esther seine Gefühle zu gestehen. Seit Monaten hatte er sie bewundert. Aber die Angst vor Ablehnung hatte ihn zurückgehalten. Doch an diesem Tag war etwas anders. Als er sie traf, strahlte sie vor Freude. Und er wusste, dass es jetzt oder nie war. Esther, ich muss dir etwas sagen. Begann Tim nervös. Ich mag dich wirklich sehr. Und ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Möchtest du mit mir ins Kino gehen? Esther lächelte und sah ihn liebevoll an.
Tim, das ist so süß von dir. Tim, das ist so süß von dir. Ja, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen. Ja, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen. Tim konnte sein Glück kaum fassen. Tim konnte sein Glück kaum fassen. Sie verbrachten den restlichen Tag zusammen. Sie verbrachten den restlichen Tag zusammen. Lachten und lernten sich besser kennen. Lachten und lernten sich besser kennen. Es war der Beginn einer wunderbaren Beziehung. Es war der Beginn einer wunderbaren Beziehung, die sie beide glücklich machte. Die sie beide glücklich machte. Let's listen to the story once again. Als Tim endlich den Mut fand, Esther seine Gefühle zu gestehen. Seit Monaten hatte er sie bewundert, aber die Angst vor Ablehnung hatte ihn zurückgehalten. Doch an diesem Tag war etwas anders. Als er sie traf, strahlte sie vor Freude, und er wusste, dass es jetzt oder nie war. »Esther, ich muss dir etwas sagen«, begann Tim nervös. »Ich mag dich wirklich sehr, und ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Möchtest du mit mir ins Kino gehen?« Esther lächelte und sah ihn liebevoll an. »Tim, das ist so süß von dir. Ja, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen.« Tim konnte sein Glück kaum fassen. Sie verbrachten den restlichen Tag zusammen, lachten und lernten sich besser kennen. Es war der Beginn einer wunderbaren Beziehung, die sie beide glücklich machte.